So, in diesem Video erkläre ich dir einmal, wie du eine Domain anbinden kannst, sozusagen deine eigene, dass darunter deine Community läuft. Und ja, normal haben wir jetzt hier oben, ich sag mal, ich hatte jetzt hier einfach nur testweise das Hundecoaching genannt. Und wenn du jetzt hier auf Mitgliedschaften gehst und dann auf Communities und in Einstellungen, siehst du, hier habe ich das sozusagen reingepackt. Aber da steht halt immer noch app.clienthub.net. So, das sieht natürlich nicht so schön aus, wie jetzt, wenn man da jetzt seine eigene äh, Community bzw. seine eigene Domain unter seiner eigenen Community hat. So. Und deshalb wollen wir jetzt unsere eigene Domain verbinden. Wir haben uns da in 1 und 1 habe ich jetzt hier meine Domain liegen, funnelspot.org. Und ich gehe hier auch schon mal rein. Meistens, wenn du irgendwas anderes nutzt, wir müssen in diese DNS-Einstellung rein zu der spezifischen Domain, zu der Hauptdomain. Man nennt es auch die Root-Domain. So, und dann gehen wir hier rein, sagen, okay, cool, hier haben wir jetzt die ganzen DNS-Einträge und dann wirst du meistens etwas wie Record hinzufügen oder Eintrag hinzufügen finden. Und da müssen wir jetzt gleich draufklicken. So, und jetzt gehen wir hier einmal zurück. Ups, genau, da wollen wir hin. Und jetzt geben wir hier ein, wie das zum Beispiel heißen soll. Also ich nenne es jetzt zum Beispiel mal community.funnelspot.org zum Beispiel. Dann klicke ich hier auf Add Domain und jetzt klicke ich hier auf Record Manually hinzufügen. Und jetzt bekommen wir hier einen Link und hier vorne ist sozusagen, das ist die Subdomain und das ist ein CNAME-Eintrag. Das heißt, wir müssen jetzt einen CNAME-Eintrag machen für die Subdomain Community mit diesem Link. Deshalb kopieren wir uns den einmal, gehen dann hier rein, genau, wieder in unser Hosting, in diesem Fall Ionos, klicken auf Record hinzufügen, gehen auf CNAME und sagen hier, wir hatten das, ich kopiere es lieber raus, ich sage jetzt mal das, was wir eben kopiert haben, das nämlich das und gehen hier einmal zurück und kopieren uns das einmal raus, den Wert, geben den hier oben ein. Ich mache das immer gerne auf 1 Minute und klicken dann auf Speichern. So, und meistens gibt es dann irgendwie einen Eintrag, jo, passt, es wurde hinzugefügt und dann kannst du das nämlich hier sehen. Hier ist ein CNAME-Eintrag, Community zu dem spezifischen Link. So, das hat soweit also funktioniert. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, ob das auch hier entsprechend angenommen wird. Klicken wir hier auf den blauen Button einmal, Verify Records. Kann das 1-2 Sekunden dauern, bis das verifiziert ist. So, und wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Fehlermeldung gekriegt, dass es nicht funktioniert hat. Das kann daran liegen, dass zum Beispiel DNS-Einstellungen können bis zu 24 Stunden brauchen, bis sie aktiv werden. Das heißt zum Beispiel, falls du jetzt auch so einen Fehler hast, dass du dann das einfach nach 24 Stunden nochmal probierst, sozusagen die dann hier hinzuzufügen und zu verifizieren. Ansonsten, falls du genau diesen Fehler eben auch haben solltest, dann melde dich gerne nochmal bei uns im Support. So, und dann können wir es auch zusammen machen, können das auch gerne zusammen in den Live-Calls machen. Genau. Und wir würden jetzt hier standardmäßig eben über Verify Records dann fortfahren und dann wäre im nächsten Schritt auch das schon direkt mit deinem Client-Portal verknüpft. Und jetzt sehen wir hier auch, ja, es konnte nicht verbunden werden. Genau, es kann eben einfach auch bis zu 24 Stunden brauchen, bis diese Domain dann entsprechend verknüpft ist. Und dann muss man das zum späteren Zeitpunkt hier einfach noch einmal verknüpfen. Genau, aber so grundsätzlich verbindest du jetzt erstmal deine Domain mit deiner entsprechenden Community und dann siehst du auch unter der Domain nachher dann deine Community und dort ist sie dann auch live. Genau, so viel dazu. Falls du da noch eine Frage zu hast, dann melde dich gerne bei mir.